Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Aber warum eigentlich? In diesem Video möchte ich euch auf eine Zeitreise quer durch die Fallout-Videospiele mitnehmen, denn diese Serie hat weit mehr zu bieten als nur eine wirklich gelungene Amazon-Serienadaption. Na also geht doch. Da ist die kleine Killerin. Fallout spielt in einer alternativen Parallelwelt, welche mit Ende des Zweiten Weltkriegs bzw. mit dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki von unserer abdriftet. Denn anders als bei uns beschließt man hier, sich die Macht des Atoms für den Alltag zunutze zu machen und so beispielsweise in Autos zu verwenden, die fortan atombetrieben, völlig tankbefreit über die Straße gleiten. Diese Entscheidung begünstigt auch hochentwickelte Roboter, Energiewaffen und Raumschiffe, vernachlässigt dagegen aber die Computertechnik, die daher in allen Spielen nur sehr rudimentär dargestellt wird. Durch den Fokus auf das Atom werden auch viele andere kulturelle, gesellschaftliche und technische Bereiche größtenteils ignoriert, weshalb diese in den 50er Jahren stecken bleiben und zum kuriosen, aber sehr gelungenen Artstyle der Fallout-Spiele beitragen. Durch den hierdurch begünstigten, jahrelangen und rigorosen Ressourcenverbrauch steuert die Menschheit im Jahr 2052 in den sogenannten Großen Krieg zwischen den USA und China, der am 23. Oktober 2077 in einem gegenseitigen Atomschlag endet, welcher den größten Teil der Erdoberfläche zerstört. Allerdings endet das Kapitel der Menschheit hier nicht, da sich diese zu großen Teilen in sogenannte Vault-Bunker zurückziehen können und hier über Generationen verweilen, um die Welt dann irgendwann erneut zu bevölkern. Zumindest meinen sie das. Denn an diesem schicksalsschweren Tag, als Feuer vom Himmel regnete, fielen die gigantischen Stahltore von Vault 101 ins Schloss, um sich nie wieder zu öffnen. Deine Familie gehörte zu denen in Vault 13. Sicher eingeschlossen hinter der riesigen Tür, unter massivem Felsgestein, lebt eine Generation, die nichts über die Außenwelt weiß. Doch nun wird sich das Leben in der Vault ändern. Fallout 1 erschien 1997 unter Interplay und spielt im fiktiven Südkalifornien des Jahres 2161, also 84 Jahre nach Tag X. Ihr als Spieler werdet hier nach dem Ausfall eines Steuerchips für die Wasseraufbereitung aus eurem Vault 13 an die Oberfläche geschickt, welcher bisher immer hermetisch abgeriegelt war, um ein Ersatzteil für die Anlage zu finden. Dabei war Fallout ursprünglich nicht als Shooter bzw. als ein Spiel aus der Ego-Perspektive designt, sondern setzte auf eine isometrische Draufsicht, ähnlich wie in Diablo. Bereits hier konntet ihr über die Special-Attribute euren Charakter individualisieren und Kämpfe ähnlich der VETS-Ansicht ab Fallout 3 rundenbasiert austragen. Bereits ein Jahr später, also 1998, schob Interplay den direkten Nachfolger in Form von Fallout 2 hinterher, dessen Handlung 80 Jahre nach Fallout 1 im Jahr 2241 spielt. Hier werdet ihr als Nachfahre eures Alter Egos aus dem ersten Teil zurück in den Vault 13 geschickt, um ein Garden Eden Erstellungskit zu finden, um das mittlerweile an der Oberfläche gegründete Dorf Arroyo vor den Folgen einer katastrophalen Dürre zu retten. Im Gegensatz zum ersten Teil wurde hier der Umfang des Spiels erheblich ausgedehnt und viele neue Waffen und Items hinzugefügt, während das generelle Gameplay im Wesentlichen gleich blieb. Allerdings plagten vor allem zu Beginn viele Bugs den Spielspaß, der auf eine extrem lange Crunch-Phase zurückzuführen war, um das Spiel so schnell nach dem ersten Teil zu veröffentlichen. Schon hier
also vor Bethesda, musste die Community einspringen und das Spiel schließlich selbst fertig patchen. Trotzdem war Fallout 2 ein wirtschaftlicher Erfolg, weswegen man bei dem mittlerweile in Black Isle umbenannten Studio um die Jahrtausendwende mit der Entwicklung von Fallout 3 begann. Das auf der Baldur's Gate 2 Engine erdachte Spiel sollte erstmals voll in 3D sein, aber weiterhin auf eine isometrische Kameraperspektive setzen. Allerdings erblickte dieses Spiel niemals das Licht der Welt, da das Projekt durch anhaltende Zahlungsschwierigkeiten seitens Publisher Interplay irgendwann in 2003 abgebrochen werden musste und das Studio daraufhin komplett geschlossen wurde. Aber bevor man den Karren so richtig in den Sand setzte, brachte man 2001 mit Fallout Tactics Brotherhood of Steel unter Microfold ein Spin-off auf den Markt, welches als Taktikrollenspiel umgesetzt wurde. Hier spielt er einen Truppführer der Bruderschaft und erweitert im Spielverlauf diese Truppe um weitere Mitstreiter, die er mit haufenweise Equipment hochlevelt. Neu war ein Multiplayer-Modus sowie erstmals die Möglichkeit, Kämpfe auch in Echtzeit auszutragen. Out of nowhere, an army of giants called mutants appeared. They slaughtered many people and altered many more to add to their numbers. The Brotherhood of Steel, self-appointed Knights of the Wasteland, arose to drive off the mutants. Aber 3 Jahre später erschien dann mit dem fast gleichen Namen, also Fallout Brotherhood of Steel, ohne den Beinamen Tactics, ich meine, what the fuck, ein weiteres Spin-off exklusiv für die Xbox und PlayStation 2, der mit den Vorgängertiteln allerdings nicht mehr viel gemein hatte. Hier wurde das Spielprinzip auf simpelstes Hack-and-Slay runtergebrochen und flog damit völlig zurecht komplett auf die Schnauze. Weder Presse noch Fans konnten dem Spiel irgendetwas abgewinnen, weshalb dieser Titel später unter dem neuen Markeninhaber sogar komplett aus der Timeline gestrichen wurde und einfach konsequent ignoriert wird. Da Interplay zu diesem Zeitpunkt bereits gehörig angeschlagen war und kurz vorher das erwähnte Fallout 3 abgebrochen werden musste, war dieses Spiel erstmals der Sargnagel für das Franchise. Schlimmer noch war es für das Traditionsunternehmen Interplay, welches seit 1983 Videospiele veröffentlichte, hier der letzte Release, bevor man schlussendlich in die Insolvenz rutschte. So fand man zwar noch einen Investor, um Fallout Online unter dem Projektnamen V13 zu starten, musste aber, um an Kapital zu kommen, die Markenrechte am Franchise teilweise an Bethesda verkaufen. Was folgte, war eine Schlammschlacht samt einem Rechtsstreit mit Bethesda, die darauf beharrten, dass dieses Spiel eingestellt werden musste, um der Marke nicht noch weiter zu schaden. Schließlich einigte man sich außergerichtlich mit einer Zahlung von $2 Millionen, was wiederum die Marke dann vollumfänglich an Bethesda übertrug. Reserve your family spot in a state-of-the-art underground vault today. Mit der ersten Amtshandlung als alleiniger Rechteeigentümer stellte Bethesda dann Projekt V13 mit sofortiger Wirkung ein und entwarf sein eigenes Fallout, welches auch das ursprüngliche Van Buren ignorierte und zu dem Mega-Erfolg wurde, den ihr heute als Fallout 3 kennt. Im zweiten Teil dieser Zeitreise werden wir dann die Fallout-Serie unter Bethesda behandeln, die, wie eingangs erwähnt, in 2024 in eine TV-Serie eskalieren wird. Seid ihr also gespannt? Lasst gerne ein Abo da, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald das Video kommt. Und in diesem Sinne, Krieg bleibt immer gleich. Oder so ähnlich.